Das hier war der Auslöser. Es war für mich unmöglich, der großen Verantwortung und den Pflichten meines Königs meinen Wünschen gemäß gerecht zu werden. Ohne die Hilfe und Unterstützung der Frau, die ich liebe. Und das wiederum geschah nur aufgrund eines Ereignisses am anderen Ende der Welt, in Baltimore, Maryland. 2 königliche Liebesgeschichten, deren Verbindung immer mehr schwindet, auf ewig im Kiez verborgen. Als der König 1936 Mrs. Simpson heiraten wollte, war seine Rolle als Oberhaupt der Kirche von England ein Problem. Diese erkannte die erneute Heirat geschiedener Leute nicht an. Er wusste also, dass er bei seiner Krönung nach dem Schwur Mrs. Simpson nicht mehr heiraten können würde, da er bei der Krönungszeremonie schwören müsste, die Traditionen der Kirche von England zu achten, welche, wie schon gesagt, die erneute Heirat Geschiedener verbaten. Tatsache ist, dass Mrs. Simpson nicht ungeeignet war, weil sie Amerikanerin war, sondern weil ihre 2 Ehemänner noch lebten. Das konnte die britische Regierung nicht akzeptieren. Und ebenso wenig die kolonialen Regierungen Kanadas, Indiens, Australiens, Neuseelands und der anderen Länder des Empire. Sie hatten alle ein Mitspracherecht. Phil, wir sind im Nachbarhaus von Wallace Warfield, wo du ihr zu Ehren dieses wunderbare Museum aufgebaut hast. Was stört dich daran, dass die Leute, insbesondere in Baltimore, nichts über die Herzogin von Windsor wissen? Sie haben keine Ahnung. König Edward VIII. Verzichtete auf die Krone, um diese Frau zu heiraten. Die Nachricht schlug damals ein wie eine Bombe. Es war ständig in der Zeitung. Auch danach waren sie andauernd in der Zeitung. Sie war die Frau mit den besten Kleidern der Welt. Sie waren Modeikonen und man sah sie überall. Sie kannten alle Berühmtheiten auf der ganzen Welt. Sie führten ein faszinierendes Leben. Dennoch hat man in Baltimore keine Ahnung davon. Sie wissen es einfach nicht. Unvorstellbar. Alexandra, der König verzichtete ihretwegen auf die Krone. Aber wofür war die Herzogin von Windsor noch bekannt? Sie galt als eine Modeikone des 20. Jahrhunderts und das zu Recht. Sie hatte einen einmaligen Stil und war Kunde einiger der Top-Designer ihrer Zeit. Das hier ist das Affenkleid. Sie hat es wohl nur einmal getragen. Es wurde von Givenchy nur für sie entworfen. Es ist aus Seidenorganza. Die Affenmusikanten wurden dann von Hand darauf gestickt. Jeder Affe spielt ein anderes Instrument. Eine Anspielung auf die Porzellanfiguren von Affenmusikanten aus Deutschland, die sie vermutlich beim Herzog oder in einem ihrer Häuser gesehen hatte. Es wurde nur eigens für sie angefertigt und es gibt kein zweites Affenkleid. Wir haben es über ihre Freunde und Verwandten in und um Baltimore erhalten. Es ging direkt an das Museum. Wir haben auch ein tolles Foto von ihr, auf dem sie das Kleid trägt. Es wurde von einem Fotografen aus Baltimore gemacht. Auch das Kleid ist also mit Baltimore verbunden. Was sagst du dazu, dass die meisten Leute, auch hier in der Nachbarschaft, nichts über sie wissen? Sie wissen eben nicht, wer sie war und wo sie lebte. Andererseits hört man Geschichten, dass sie überall gelebt haben soll. Das stimmt aber einfach nicht. Sie hat an einigen bestimmten Orten gelebt, darunter Biddle Street Nummer 212, 3 Häuser weiter. Mit dem Museum wollen wir das Haus aufwerten und Geld für wohltätige Zwecke sammeln. Die meisten Bewohner dieser Straße, abgesehen vielleicht von einigen Mietern, die ich selbst nicht kenne, wissen Bescheid. Sie wissen, wo sie wohnte und wer sie war. Klingt, als hätte er für Designerkleider einen großen Teil seines Vermögens ausgegeben. Er unterstützte ihre Faszination für Mode wohl auch, weil er sich selbst für Kostüme interessierte. Sie haben sich bei öffentlichen Auftritten sicherlich ganz bewusst modisch abgestimmt. Denn auf den Fotos sieht man, dass er seine Kleidung mit genauso viel Bedacht ausgewählt hat wie sie.
Wir haben Stücke von Christian Dior in der Sammlung, die einzig für sie angefertigt wurden. Das ist die Königsklasse der Modewelt. Man legte ihr Stoffmuster vor und sie konnte genau bestimmen, wie die Kleider gemacht werden. Es klingt traumhaft, ein Leben lang Haute Couture zu tragen. Ich fühle mich underdressed. Sie war sehr zierlich. Ihr Hüftumfang war hier gerade einmal 50 Zentimeter. Das hier sind 63 Zentimeter. Sie war viel zierlicher als die meisten Frauen heute. Sie hielt strikte Diäten ein. So konnte sie sich die Kleider leisten, weniger für Essen ausgeben. Trug sie das bei Cocktailpartys oder so? Vermutlich bei einer formellen Angelegenheit. Es ist ein formelles Kleid, zu dem sie eine Kette mit vielen Aquamarinen trug. Definitiv formell. Das Kleid hier von Christian Dior ist eher etwas, das sie im Alltag beim Stadtbummel trug. Und auch das wurde nur für sie speziell angefertigt, bis ins kleinste Detail. Dadurch können wir auch zeigen, was sie im Alltag trug, im Gegensatz zu dem, was sie zu besonderen Anlässen trug. Wie kam das Museum an diese Stücke? Das wurde uns von einem Freund, der entfernt mit uns verbunden ist, in den 1960ern gegeben. Die anderen Stücke der Sammlung wurden uns nach einer Auktion bei Sotheby's über eine Stiftung gespendet. Aufgrund der Verbindung von Wallis Simpson mit Baltimore dachte man wohl, es wäre wichtig, dass wir ihre Geschichte wiedergeben könnten. Ihre Kleider eignen sich wunderbar dafür, insbesondere für die Zeit, nachdem sie den Herzog geheiratet hatte. Die aktuelle Aufmerksamkeit durch den Film The King's Speech und die königliche Hochzeit rückte sie wieder ins Rampenlicht. Nach ihrem Tod weckte der Verkauf ihres Schmucks für etwa 50 Millionen $ bei Sotheby's in Genf großes Interesse. Ebenso zuletzt bei Sotheby's in London. Wer den Schmuck damals gekauft hatte, konnte jetzt Rekordpreise damit erzielen. Ein einziges Stück, der Panther-Armreif aus Diamanten und Onyx, der so oft kopiert wurde, brachte über 7 Millionen $. Gibt es hier wechselnde Ausstellungen Ihrer Stücke? Wir hatten eine Ausstellung für sie, bei der wir ihre Kleider zeigten, ebenso Leihgaben aus anderen Sammlungen. Das war eine große Ausstellung. Es gab zudem eine Veranstaltung mit einem britischen Schriftsteller, der ein Buch über sie verfasst hat, bei der ihre Kleider öffentlich gezeigt wurden. Sie wurde mit allen erdenklichen Beleidigungen verunglimpft. Zudem hatte die britische Allgemeinheit wohl zumindest 1936, vielleicht auch heute noch, den Eindruck, sie wäre quasi nichts anderes als eine Bordsteinschwalbe aus Baltimore gewesen, wenn man so will. Das entsprach natürlich nicht der Wahrheit und es verärgerte sie und ihre Tante, Mrs. Merriman, damals sehr, dass ihre Familie so dargestellt wurde. Die Warfields können ihren Stammbaum schließlich bis nach England zurückverfolgen. Sie kommen aus Warfield in Berkshire, was nicht weit von Windsor entfernt ist. Sie waren eine der frühen amerikanischen Gründerfamilien. Ihre Familie reichte zu Rittern des Hosenbandordens zurück, dem Grafen von Devon bis zu Edward I., dem Haus Plantagenet und so weiter. Edward VIII. Stammt natürlich auch von ihnen ab. Aber dass sie auch über die Wyatts und andere Verbindungen von ihnen abstammt, ist faszinierend. Das sahen und sehen viele so, darunter sie selbst. Es ist toll, dass sie vom zweiten Graf von Dublin abstammt. Er war mit Edward III. Einer der Gründer des ritterlichen Hosenbandordens, der in der St. George's Chapel verewigt ist, wo sie ihren Mann zu Grabe trug und selbst beerdigt wurde. Sie gehörte definitiv zum Familienzweig der Warfields in Baltimore. Nach dem Tod ihres Vaters änderten sich jedoch ihre Umstände sehr, insbesondere finanziell. Das hat sie wohl immer bereut und sie sehnte sich danach, ein anderes Leben zu führen.
Wenn wir uns ansehen, wer diese Mrs. Simpson war, die in die Königsfamilie einheiraten, den königlichen Herzog heiraten wollte, galt ihre Abstammung wohl als besser als jene der jungen Herzoginnen von Kent oder Gloucester, die in den 1960ern und 70ern in die Familie einheirateten. Vermutlich auch als einer besseren Schicht zugehörig als die Jeromes, zu denen Lady Randolph Churchill gehörte, die Kellys, zu denen Prinzessin Grace von Monaco gehörte, und die Bouviers, auf die Jackie Kennedy zurückgeht. Man kann wohl behaupten, die Warfields genossen ein höheres Ansehen als diese drei. Diese waren zwar auch angesehen, aber sie war aus besserem Hause. Mount Vernon ist für Baltimore, was Mayfair in London ist, mit tollen Hotels und Luxushäusern. 1914 gab es dort viele Theater, sehr edle Wohnhäuser und am Nordende des Viertels gab es einen Bahnhof. Im Süden waren wunderbare Plätze und ein Denkmal für George Washington mit einem wunderbaren Design von Robert Mills. Die Häuser der wichtigsten Familien der Stadt waren alle hier. Mount Vernon war damals der Brennpunkt für die Wohlhabenden in Baltimore. Wer etwas auf sich hielt, Geld oder politischen Einfluss hatte, lebte in und um Mount Vernon Square. Die Industriegebiete der Stadt sind weit entfernt. Mount Vernon liegt deutlich abseits davon. Man bekommt dort nichts von den Dampfpfeifen der Fabriken und des Hafens mit. Es ist sehr ruhig. Man hat damals nur das Klappern der Pferdehufe auf den Pflastersteinen gehört. Man konnte dort wichtige Leute treffen, darunter Präsident Wilson, Teddy Roosevelt, William Howard Taft, H.L. Mencken, William Jennings Bryan, Elihu Root, die Garretts, die Huttons. Alle wichtigen Persönlichkeiten der Zeit kamen nach Mount Vernon. Sie nahmen dort auch an Festveranstaltungen in den vielen Privatvillen teil. Bei den Marburgs, die auch in Mount Vernon lebten, wie auch mein Großvater, Bürgermeister James H. Preston. Makellos sauber, gehegt und gepflegt, alle Türgriffe poliert und die Fenster geputzt. Das war schon etwas in Baltimore. Fotografen kamen hierher, um schöne Bilder für Postkarten zu machen. Für alle, die eine kleinere Wohnung suchten, seien es Witwen oder Leute, die sich kein großes, vierstöckiges Stadthaus leisten konnten, gab es in der Nachbarschaft fantastische Wohnungsangebote. Alles sehr ordentlich. 1914 boomten die Apartmenthäuser. Manche sagen, wir hätten uns die Apartments von den Franzosen abgeschaut. Bauherren und Architekten stellten jedenfalls viele von ihnen auf. Man konnte sich also eine Wohnung mit 7 oder 8 Zimmern für den Winter zulegen. Dann schloss man seine Sommerresidenz, legte weiße Laken über die Möbel, verließ das Haus und kam zurück, sobald die Hitze im September etwas nachgelassen hatte. Wer wirtschaftlich aus gutem Hause kam, hatte eine Residenz in Mount Vernon. Entweder in der Monument Street, der Charles Street oder dazwischen. Die Garretts, die Huttons und mein Großvater, Bürgermeister Preston, hatten dort Häuser. Es lebten wohl keine ehemalige Präsidenten dort, aber wohlhabende Leute besaßen dort Häuser. Mehr zumindest als in anderen Teilen Baltimores. Auch in der Biddle Street, der Preston Street, den nördlichen Straßen des Viertels lebten die oberen Gesellschaftsschichten. Die Häuser waren nur nicht so groß wie jene um das Washington-Denkmal auf dem Platz oder in der St. Paul und in der Charles Street. Tom, wir sind hier am 200. Block der East Biddle Street, der Heimat von Wallace Warfield,
dem kleinen Mädchen, aus dem später die berüchtigte Mrs. Simpson wurde. Die Frau, wegen der der König seinen Thron abgab. Unvorstellbar. East Biddle Street Nummer 212, eines von vielen normalen Reihenhäusern hier, ist die Heimat der Frau, die als Herzogin von Windsor einen König stürzte. Es sieht echt unspektakulär aus. Eine einfache Tür, kein Schild, das es als ihr Geburtshaus ausweist, dass sie hier gelebt hat. Ganz genau. Es wurde immer wieder als Apartmenthaus renoviert. Sie sind gerade frisch fertig. Sollen wir es uns ansehen? Klar. Scott, hier ist alles leer. Richtig, es wurde mehrfach renoviert. Während des Abdankungsskandals 1936 veranstalteten die Eigentümer des Hauses tatsächlich Führungen hier. Sie ließen Leute sogar für Erinnerungsfotos in der Badewanne Platz nehmen. Wow. Ihr Bad ist bereit, Hoheit. Als Wallis nach Oldfields kam, brachte ihr Onkel sie in die Schule. Sie sollte hier wohl in einer Art liebevollem, fürsorglich familiärem Umfeld aufwachsen. Außerdem wollte man ihr mit richtigem Benehmen und Etikette den letzten Schliff verleihen und dafür sorgen, dass sie einen Nutzen ziehen konnte aus den Deutschstunden, die sie erhalten hatte, und dem angebotenen Wissenschaftsunterricht. Damit sie einen Ort hatte, wo man sich um sie kümmert. Alice und Wallis Warfield waren in Oldfields in der gleichen Schulklasse. Wallis konnte sich kein Debüt leisten. Vielleicht fehlte ihr ein Sponsor. Sie war aber 1914 beim Debüt von Alice Preston Carrington, meiner Tante, dabei. Oldfields genoss damals zweifelsohne den Ruf als eine Privatschule, in der die Mädchen eine Zuflucht finden konnten. Sie konnten dort eine gute Schulbildung erhalten und hatten Gelegenheit, Anstandsregeln sowie Etikette zu verinnerlichen und zu vollenden. Es gab nicht mal ein Abschlusszeugnis. Man kam in die Schule, besuchte seine Kurse, erhielt eine anständige Erziehung und lernte die Etikette. Es war damals quasi ein Mädchenpensionat. Als Wallis' Onkel sie auf diese Schule schickte, war sein Ziel meiner Ansicht nach, ihr eine richtige Schulbildung zu ermöglichen. Ihr zu ermöglichen, Anstand und Etikette zu erlernen, damit sie Teil der gehobenen Gesellschaft sein könnte. Es sollte ihr den letzten Schliff geben, damit sie sich mit ihrer Etikette in der ganzen Welt behaupten könnte. Sie sollte einen makellosen Ruf haben und wissen, wie sie sich in den oberen Gesellschaftsschichten zu verhalten hatte. Sie hatte ihr Debüt beim Debütantinnenball in Baltimore. Ich weiß nicht mehr in welchem Jahr. Ich selbst auch, genau wie meine Tochter. Aber zu ihrer Zeit war das von sehr großer Bedeutung. Man fand dort seinen Ehemann. Man wurde in die Gesellschaft eingeführt und fand einen Ehemann. In Baltimore gibt es diese Tradition noch. Es war in ihrer Ära sehr bedeutsam, heute nicht mehr so sehr. Aber dennoch folgen viele in Baltimore noch der Tradition. Heutzutage würde Wallis wohl ein wenig als böses Mädchen wahrgenommen. Sie war durchaus spitzbübisch und sorgte gerne für etwas Zwist innerhalb ihres Freundeskreises. Sie war eines jener Mädchen, die am Ende eines Tages auf der Treppe eine Zigarette rauchten. Sie war es, die bei Bällen versuchen würde, ob sie nicht einigen ihrer Freundinnen die Partner ausspannen könnte. Ich habe Geschichten gehört, denen zufolge sie bei diesen Partys alle Jungs um den Finger wickelte, damit diese sie umschwärmten und ihr die Aufmerksamkeit schenkten, nach der sie sich sehnte. Und dann hat sie vielleicht sogar hinter den Kulissen schlecht über ihre Freundinnen geredet.
Sie nahm ihren Freundinnen die Jungs weg. Das hier ist der Maryland Club. Damals wie heute eine Bastion der männlichen High Society in Baltimore. Mein Großvater, James H. Preston, war von 1911 bis 1919 Bürgermeister von Baltimore. Er war maßgeblich für die Modernisierung der Stadt Baltimore verantwortlich. Wallace und Mary, Alice' Schwester, standen sich sehr nahe. Mary war vielleicht 6 Jahre jünger als Wallace und Alice. Wallace blickte mit einem gewissen Neid auf die High Society von Baltimore und wollte Teil davon werden, was ihr verwehrt wurde, da sie nicht das nötige Geld oder die Sponsoren dafür hatte. Sie versuchte es jedoch immer weiter. Jedenfalls überredete sie Mary, mit ihr in den Maryland Club zu gehen, ein reines Männeretablissement, und Unruhe zu stiften. Sie wollte der High Society von Baltimore eine lange Nase machen. Sie planten das über mehrere Wochen. So wurde es mir zumindest von meiner Tante Alice erzählt. Wallace Warfield Simpson bekam eine Menge Ärger, weil sie sich als Mann verkleidete. Als Mann? Warum? Der Club ist nur für Männer. Um reinzukommen, musste sie sich wie ein Mann anziehen. Sie wollte den Laden nur aufmischen? Genau. Und sie überredete die Tochter des Bürgermeisters mitzumachen. Die beiden flogen auf und wurden rausgeworfen. Ich habe keine Ahnung, warum Mary mitgemacht hat. Sie tat das ganz klar nicht aus freien Stücken, sondern war wohl von Wallace überredet worden. Ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber ich weiß, dass sie hingegangen sind. Um an die Bar zu kommen, gingen sie als erstes an die Tür und schafften es irgendwie am Türsteher vorbei. Das stand damals auch so in der Zeitung. Sie gelangten also in den hinteren Bereich des Clubs. Die Bar des Maryland Club war damals hinten im Club. Sie kamen also hinten an der Bar an und hatten sich gut genug verkleidet, dass sie als Männer durchgingen und an der Bar bedient wurden. Kurz darauf erkannte wohl der Barkeeper die Betrügerei und warf die beiden kurzerhand raus. Am Tag danach lautete die Schlagzeile: Bürgermeistertochter und Freundin aus Maryland Club geworfen. Skandalös. Sehr. Ganz schön mutig. Die Art Mut, die man braucht, um dem König von England die Stirn zu bieten. Und fast eine Verfassungskrise auszulösen. Genau. Die Stadt Baltimore verehrt ihre Blutlinien. Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Gesellschaftsteil der Sun und des American Newspaper mit der gleichen Intensität gelesen wie die Nachrichten. Am Tag danach, ich glaube, es war an einem Samstag geschehen, vielleicht auch Sonntag oder Montag, lautete die Schlagzeile des Baltimore News American: Bürgermeistertochter und Freundin aus Maryland Club geworfen. Das war natürlich die ultimative Schmach für die Familie. Selbst Personen außerhalb dieses sozialen Registers würden von den Taten der wichtigen Damen lesen, wer bei wem zu Gast war, wer nach Bar Harbor oder Florida reiste. Die Zeitungen in Baltimore widmeten dem große Aufmerksamkeit. In Maryland muss man sehr darauf achten, was man über wen sagt, denn allzu oft kann es sein, dass man verwandt ist. Niemand wusste, dass die Freundin Wallace Warfield war. Oder sie wussten es, aber Wallace war damals noch ein Niemand. Es war sehr peinlich. Ich arbeite seit fast 40 Jahren bei Zeitungen und erinnere mich an die großen Gesellschaftsredakteure von damals. Auch meine Eltern haben den Gesellschaftsteil gelesen. Wir hatten Respekt davor. Auch außerhalb dieser Schicht wusste man, wer diese Leute waren und trat ihnen nicht zu nahe. Tom, diese Kirche hier war sehr wichtig. Sie hieß früher Christ Church. Hier hat sie zum ersten Mal geheiratet, was natürlich in ihrer ersten Scheidung endete.
Sie war als Episkopalkirche das gesellschaftliche Zentrum, hat sich aber mit der Umgebung gewandelt und diese Rolle verloren. Sie war ganz klar Teil der Warfields von Maryland. Sie war stolz darauf, eine Warfield zu sein. Als sie sich jedoch von ihren beiden Ehemännern scheiden ließ, sah ihr erweiterter Familienkreis hier das gar nicht gerne. Das war damals sehr unüblich, eigentlich inakzeptabel. Die wahre Geschichte ist extrem interessant und man kann endlos darüber diskutieren, welche Ziele sie mit dem König verfolgte und welche Ziele er mit ihr verfolgte. Ich bin aber ziemlich sicher, dass er einen Ausweg wollte. Er wollte nicht König sein und sie war von ihm fasziniert und fühlte sich zutiefst geschmeichelt. Sie beide wollten ihrem Los entfliehen. Sie war zutiefst traurig. Sie sehnte sich nach einem ausgefallenen, eleganten Leben mit dem Prinzen. Nach der Abdankung geriet alles außer Kontrolle. Sie konnte sich nicht mehr der öffentlichen Aufmerksamkeit entziehen und ihren Spaß haben wie zuvor. Vor der Abdankung hatten sie Spaß und waren augenscheinlich verliebt. Sie hatte die Konsequenzen nicht bis zum Ende bedacht, wie man es heute tun würde. Sie sehnte sich nach einem Leben, von dem sie glaubte, es wäre ihr als Kind verwehrt geblieben. Und sie wollte das auf Teufel komm raus erreichen. Danach muss es für sie sehr schwer gewesen sein. Er war ihr weiterhin vollkommen verfallen, bis zu seinem Tod. Mir wurde erzählt, wie wundervoll es doch war, dass sich der Herzog Zeit nahm, um sie bei einem Friseurbesuch zum Auto zu geleiten und bei ihrer Rückkehr an der Tür auf sie zu warten, um sie zu empfangen und ins Haus zu bringen. Ich denke, das klingt in der Theorie wundervoll, ist aber in der Praxis grauenhaft. Wer einen Hund will, soll sich einen Hund anschaffen, der einem überall hin folgt. Er war wohl immer etwas unsicher und befürchtete, sie würde ihn verlassen oder etwas Schreckliches würde passieren. Es wäre für ihn fürchterlich gewesen, wenn sie vor ihm gestorben wäre. Ihn um 14 Jahre zu überleben, war für sie aber auch fürchterlich. Dass Wallace vorteilhaft geheiratet hat, folgte gewissermaßen einer Tradition. Die Enkelinnen von Charles Carroll of Carrollton heirateten jenseits des Meeres in die gehobensten Familien Englands ein. Betsy Patterson heiratete Napoleons Bruder. Heutzutage geben Teile der königlichen Familie Interviews. Aber früher taten sie das nicht. Man findet zum Beispiel keine Interviews mit der Königin Mutter, George VI. Oder anderen dieser Generation. Sie taten das einfach nicht. Die Windsors hingegen hatten sich in den Vereinigten Staaten davon entfernt und gaben Interviews. Sie sprachen mit Ed Murrow, der auch im Film The King's Story auftaucht. Es war ihnen wichtig, ihren Standpunkt in den Medien öffentlich zu machen. Sie waren in dieser Hinsicht als Trendsetter ihrer Zeit voraus. Der Stil von Mrs. Simpson als Herzogin von Windsor fand auch zuletzt bei der königlichen Hochzeit Erwähnung. Angeblich waren einige von Kate Middletons Kleidern von der Herzogin von Windsor inspiriert worden. Sie ist den Leuten in den letzten Jahren wieder deutlich präsenter geworden. Sie ist eine Art Stilikone geworden. Eine Person, deren missliche Lage und Rolle in der Geschichte, wie auch ihre Beweggründe, zuletzt völlig neu betrachtet wurden. Ich denke, sie wird heutzutage positiver wahrgenommen als zuvor. Es wird nicht jeden Tag ausgestellt, aber über unsere ganzen Programme können wir es trotzdem der Öffentlichkeit zeigen und es für besondere Anfragen verfügbar machen. Ich denke, das Affenkleid ist gemeinsam mit einigen anderen Stücken der Sammlung eines der beliebtesten Objekte, die am häufigsten angefragt werden. Letztes Jahr wurde das Affenkleid wohl 10-mal gezeigt. Es ist ein bekanntes, prominentes Objekt unserer Sammlung. Was hat es mit den Affen auf sich?
Es war wohl eine etwas schnippische Anspielung auf die Affenmusikanten aus deutschem Porzellan, die sie sicherlich kannte. Außerdem stach sie damit aus der Masse hervor. Es zieht definitiv die Aufmerksamkeit auf sich. Wenn sie es trug, fragten sie sicher alle, was es mit den Affen auf sich hatte. Sie bekam durch ihre Kleider also viel Aufmerksamkeit. Außerdem galt es als lustig und humorvoll. Im 20. Jahrhundert bestanden diese Gruppen aus Fröschen. Im 18. und 19. Jahrhundert waren es Affenbanden. Und jeder Affe spielte ein anderes Instrument. Jeder Affe auf diesem Kleid spielt also ein anderes Instrument. Dieser Affe spielt ein Blasinstrument, dort ist einer mit Kastagnetten. Ein Trommleraffe. Genau. Und jeder Affe hat einen anderen Gesichtsausdruck. Was mir so sehr am Stilgefühl der Herzogin gefällt, ist, dass es zwar ein sehr klassischer Stil war, detailliert, maßgeschneidert und eng anliegend, aber dass sie stets etwas ein wenig Skurriles anhatte. Je genauer man sich ihre Kleider ansieht, desto mehr fällt einem auf, dass die Linienführung zwar sehr schnittig ist, alles perfekt maßgeschneidert ist und elegante, einfache Stoffe gewählt wurden, es jedoch immer einen gewissen Charme hat, der einem im Gedächtnis bleibt. Als sie den Herzog zum ersten Mal traf, trug sie Flieder und Grün, was damals ungewöhnliche Farben für eine Frau bei Hofe waren. Das erregte seine Aufmerksamkeit. Sie wusste, wie sie mit ihrer Kleidung einen bleibenden Eindruck hinterlassen konnte, auch schon bevor sie an der Seite des Herzogs war. Auf älteren Fotos von ihr sieht man ihr enormes Stilgefühl und dass sie sich in Szene zu setzen wusste. Könnte man vielleicht sagen, sie nahm eine große Führungsrolle in der Modewelt ein? Sie waren zwar nicht König und Königin von England, wohl aber König und Königin der High Society. Auf ihr lastete also große Verantwortung. Klingt das richtig? Das stimmt ganz sicher. Sie trat enorm oft in der Öffentlichkeit auf. Sie hatte also quasi kein Privatleben. Sie führte ein Leben, in dem sie nicht einfach tragen konnte, was sie wollte. Alle achteten stets darauf, was sie anhatte. Sie wurde ganz besonders genau unter die Lupe genommen, da sie per Definition nicht Teil der Königsfamilie war. Sie achtete immer penibel auf jedes Detail ihres Aussehens. Sie ließ ihre Haarstile designen und vor dem Frisieren Skizzen anfertigen. Auch der Herzog war so gestrickt. Sie kleidete sich, als wäre sie Teil der Königsfamilie. Sah sie ihre Schwiegerfamilie als Konkurrenz? Ich finde, sie war stilvoller als alle damaligen Royals. Sie war ihnen weit voraus. Ja. Sie war ihnen voraus und hatte auch die Freiheit, sich ihre Designer auszusuchen. Hat die Textilindustrie dieses Kleid kopiert? Mir sind keine Kopien bekannt. In den 1960ern, der Entstehungszeit dieses Kleids, sah man öfters aufgedruckte Affen. Die beste Mode wird immer kopiert. Sie wurde zwar immer kopiert, aber nicht im gleichen Maß wie heute. Ich würde vermuten, viele Frauen kopierten ihren Stil. Sie kopierten natürlich ihren Stil. Sie war oft in der Vogue abgebildet und es wurden viele Fotos von ihr gemacht. Es war nicht anders als heute, wo alle sehen wollen, was Kate Middleton bei ihrer US-Tour anhat. Die Leute wollten wissen, was Wallis trug. Die Leute waren an ihr interessiert, denn sie war nicht nur eine Berühmtheit und in den Skandal um die Abdankung involviert, sondern auch eine Inspiration für Frauen. Meine Tante Cora trug immer Windsor-Nagellack, benannt nach der Herzogin von Windsor. Ein wunderbarer Altrosaton. Wenn sie ein Produkt unterstützte, fand das Beachtung. Mrs. Simpson war immer sehr humorvoll, nie um pointierte Witzeleien verlegen. Lady Diana Cooper sagte einmal, alle im Raum würden aufmerksam, sobald sie hereinkam. Sie brachte das Beste in anderen zum Vorschein. Sie hatte einen ganz natürlichen Sinn für Humor, dank dem sie immer genau wusste, was sie sagen musste, um eine Geschichte abzurunden. Ein bekanntes Zitat von ihr lautet, man kann nie zu reich oder zu dünn sein. Mir selbst gefällt die Geschichte, dass sie in hohem Alter in Paris einmal gesagt habe, alle sagen, ich solle nach meinen alten Freunden sehen, dazu müsste ich sie aber erst ausbuddeln. Wenn man nichts Nettes über jemanden sagen kann, soll man seine Tanzkünste loben. Sie war eine tolle Tänzerin. Über Mrs. Simpson wurden faszinierende Dinge erzählt. Zur Zeit der Abdankung, zu Lebzeiten und, schlimmer noch, nach ihrem Tod. Wenn man in ein großes Drama wie die Abdankung involviert ist, werden einem die schlimmsten Dinge nachgesagt.
Ihr wurde nachgesagt, sie wäre möglicherweise ein Mann. Das ist natürlich Unfug, wie jeder, der sich um sie gekümmert hatte, bestätigen konnte, um das zu entkräften. Es hieß, sie sei eine Nazi-Sympathisantin gewesen. Auch das halte ich für falsch. Sie sei die Geliebte von Ribbentrop und vielen anderen gewesen. All das ist Unsinn. Es gibt nichts, was der Herzogin von Windsor nicht nachgesagt worden wäre, um ihren Ruf zu schädigen. Viele taten das damals, um sie anzuschwärzen und ihren Namen in den Schmutz zu ziehen. Selbst ernsthafte und vernunftbegabte Beamte der britischen Regierung verbreiteten derartiges. Es wurde von einem China-Dossier gemunkelt, demzufolge sie in Shanghai alle Arten von absurden Sexpraktiken gelernt habe, um den König zu verführen. Es gibt keinerlei Belege für irgendetwas davon. Aber üble Nachrede verfängt nun mal, wenn man in eine große Krise oder einen Skandal wie die Abdankung verstrickt ist. So ist das leider nun einmal. Es ist auch heute leider so, dass jene, die sich für Personen wie die Herzogin von Windsor interessieren, gerade auf diese dreckigen Geschichten aus sind. Es geht ihnen nicht einmal darum, ob das alles wahr ist, weil es eine bessere Geschichte abgibt. Ich finde das schade. Das hier ist besonders interessant, Scott. Niemand würde inmitten all dieser Krönungssouvenirs, Bücher und Zeitungsausschnitte über sie dieses eine Ding vermuten. Diese CD mit den FBI-Akten zu unserem Paar. Das ist unglaublich. Wow. Schaut mal drauf. Zu den Vorwürfen, sie wären Nazi-Sympathisanten gewesen, gibt es hier 4 Briefe an J. Edgar Hoover. Handschriftlich. 2 sind anonym, 2 haben Absender. Was zu den Briefen aber nie erwähnt wird, ist, dass sie scheinbar von einem Neurotiker verfasst wurden. Sie sind voller Schreibfehler, mit fürchterlicher Grammatik. Offensichtlich von einem Idioten geschrieben, der J. Edgar Hoover sagen wollte, sie wären Nazi-Spione und man solle sie einsperren. Da fragt man sich fast, ob sie aufbewahrt wurden, um das Paar zu schützen, wenn sie das Land besuchten. Schon seltsam. J. Edgar Hoover antwortete auf die beiden Briefe mit Absender, mehr oder weniger mit Danke für Ihren Brief. Und das war alles. Das einzig weiter Relevante in den Akten ist, dass zum Schutze der Bahamas im Zweiten Weltkrieg, als König Edward VIII. Herzog von Windsor wurde und sein Bruder George VI. Als neuer Generalgouverneur der Bahamas vom FBI eine Führung durch Quantico erhielt. Als Gouverneur der Bahamas? Ja. Wie habt ihr das alles bekommen? Das lief alles über das FBI und den Secret Service. Das alles hier, woher habt ihr das alles? Das sind seltene Zeitungsartikel. Das sind authentische, alte Zeitungen. Nun, einiges davon habe ich bei Auktionen gefunden. Anderes wurde gespendet. Sie sind aber faszinierender Lesestoff, so wie vieles aus der Zeit. Hier heißt es, König fest entschlossen. König fest entschlossen, Wally zu heiraten. Und das tat er. Ja, das tat er. Man sollte sich wirklich fragen, was geschehen wäre, wenn sie nicht nach Frankreich gegangen und hier geblieben wäre, ihn überzeugt hätte, nicht abzudanken. Vielleicht wäre es ihr gelungen. Sie dachte stets, er hätte in der Vergangenheit mehrere Liebhaberinnen gehabt und dass auch sie keinen Bestand haben würde und dass sie später wieder zu ihrem zahmen Mr. Simpson zurückkehren konnte, mit ein paar Schmuckstücken mehr. Mr. Simpson hielt das wohl nicht für wahrscheinlich, aber es ist interessant, dass sie nicht daran glaubte, dass ihre Beziehung langfristig Bestand hätte.
Manche sagen, wäre er König geblieben, hätte er sie später trotzdem heiraten können. Ich bin nicht davon überzeugt, dass ihn Umstände wie der Krönungseid, welche der Ehe streng widersprachen, nicht daran gehindert hätten. Hätte er sich als König weiter etabliert und sie dann ohne viel Aufhebens geheiratet, wie auch andere Könige in anderen Ländern zuvor, wäre er vielleicht damit davongekommen. Eine der großen Fragen der Geschichte. Ich denke, es hat sich alles zum Besten gewendet, außer vielleicht für die Windsors selbst. Ich bin nicht sicher, ob ihr späteres Leben sie besonders glücklich machte. Ich denke, man sollte jungen Menschen, die sich zwischen glücklich sein und Pflicht entscheiden müssen, zur Pflicht raten. Denn das wird sie auf lange Sicht immer glücklicher machen. Sie genoss einen ähnlichen Respekt wie nach ihr Jacqueline Kennedy. Ihr wurde nicht widersprochen. Wenn sie bei einer Party anwesend war, garantierte das rege Teilnahme. Man musste sehen, was sie trug. Ihr Lippenstift und ihr Nagellack fanden stets Nachahmer. Ich hatte das große Glück, kurz vor seinem Tod 1972 das Haus des Herzogs von Windsor zu besuchen und seine Sekretärin zu treffen. Das zog mich in die Geschichte hinein. Sie interessiert mich schon vorher und ich hatte ihre Memoiren gelesen. Kurz darauf starb der Herzog und die Herzogin wurde krank. Niemand wusste sicher, was geschehen würde, und Suzanne Bloom wurde ihr Vormund. Ich bekam das fast direkt mit und hörte von den Privatsekretären widersprüchliche Geschichten zu den Ereignissen. Dann, Jahre später, sagte die persönliche Sekretärin des Herzogs zu mir, ich solle diese Geschichte mit ihrer Hilfe zu Papier bringen. Das Hauptthema war am Ende, was der Herzogin nach dem Tod des Herzogs in den Händen ihrer Anwältin widerfahren war. Ich wollte auch anderes beleuchten, wer die Herzogin wirklich war, was sie wollte, ob sie wirklich den König gestohlen hatte. War sie Täter oder war sie Opfer? Ich glaube, sie war letztendlich das Opfer. Es war faszinierend, in den Monaten seit dem Erscheinen des Buchs in London mit Menschen über sie zu sprechen, von denen man erwarten würde, sie wären ihr gegenüber feindselig eingestellt, von vornherein dazu erzogen, sie und was sie repräsentiert nicht zu mögen, was mir schmeichelt und was ich für richtig halte. Wenn es einen Bösewicht gab, war er es, nicht sie. Ich denke, man könnte sie als Golddigger bezeichnen. Sie hatte zumindest gesellschaftlich extrem ambitionierte Ziele. Extrem ambitioniert. Die Könige und Königinnen von England wurden traditionell in Westminster Abbey und an anderen Orten beigesetzt. Seit George III. Das königliche Mausoleum bei St. George's Chapel bauen ließ, wurden Englands Könige und Königinnen üblicherweise dort bestattet. In St. George's Chapel liegen 11 Könige begraben, einschließlich George V., einem Cousin von Königin Victoria. Königin Victoria selbst ließ ein Mausoleum in Frogmore errichten, als Teil der Burg dort. Edward VIII., der Herzog von Windsor, wusste nicht, wo er beigesetzt würde. Er erwägte Frankreich, wo meines Wissens James II. Begraben liegt. Ich glaube, er dachte eine Weile darüber nach, dort beerdigt zu werden. Er kaufte jedoch auch einen Grabplatz in Baltimore, auf dem Green Mount Cemetery. Das ließ er seinen Freund James Miles abwickeln. Es sollte eine Alternative sein. Es wurde aber schon 1961 beschlossen, dass er in Frogmore beerdigt würde, wo es seit 1928 einen privaten Friedhof für die Königsfamilie gab, wo auch sein Bruder, der Herzog von Kent, begraben liegt. Und wo er 1968 dem Begräbnis von Prinzessin Marina beiwohnte. Das verfestigte seinen Wunsch, dort begraben zu werden, unter der Bedingung, dass die Herzogin von Windsor dort an seiner Seite begraben würde. Sie war nicht nur einfach ein Mädchen aus Baltimore, sondern das Mädchen aus Baltimore, das es geschafft hatte.
Ihr Anblick zauberte anderen ein Lächeln ins Gesicht. Denn sie wussten, sie hatte viel riskiert, Mut gezeigt und es geschafft. Dance with a man who's danced with a girl who's danced with the Prince of Wales. It was simply grand, he said, to be man, and she said, delightful, sir. Glory, glory, hallelujah, I'm the luckiest of females, for I've danced with a